In unserem Paper zeigen wir, dass die kennzahlbasierte Beurteilung in Teams sowohl negativ als auch positive Wirkung auf die Teamkreativität haben kann und dass es von dem Stil von dem Teamleiter oder Teamleiterin abhängt. Wir zeigen, dass nachhaltige Produkte, konkret Upcycling und Recycling, vor allem dann stärker nachgefragt werden, wenn den Menschen klar ist, dass die eine Vergangenheit als Müll haben. Und das ist deshalb, weil sich Menschen dann eine Geschichte des Produkts vorstellen können und diese Geschichte das Produkt besonders macht. Das heißt, ich selbst werde auch besonders. Wir haben uns angeschaut, wie Länder auf die Einführung von Innovationen reagieren, am Beispiel des globalen Musikmarktes und der Innovation Breitband-Internet, und haben gefunden, dass es hier sehr große Unterschiede gibt und die Unterschiede durch Ländereigenschaften erklärt werden können. Ich argumentiere und belege empirisch, dass man bei der Beforschung von Social-Media-Plattformen immer deren Content Moderation Strategies mit einbeziehen muss. Wir zeigen, dass es sich lohnen kann, wenn man Duft auf eine Printwerbung gibt. Und zwar nicht, weil das dann einfach gut riecht, sondern deshalb, weil Duft das Gefühl vermittelt, dass das Produkt selbst näher ist. Und dadurch wird es automatisch mehr meins. Ich will es mehr haben. Wir zeigen in dem Artikel, dass Unternehmen diverse Allianzen nicht deswegen bilden, weil sie Diversität per se mögen, sondern weil Diversität eine gute Risikomanagementstrategie bei großer Unsicherheit ist. It's the process by which a company successfully transforms itself in a way that is seemingly antithetical or contradictory to its original mission and values. Geld hat ein Marschall. Entgegen herkömmlicher Auffassung zeigen wir in unserer Forschung, dass Geld symbolisch für Konsumentinnen tatsächlich ein Marschall haben kann. Wir lösen einen scheinbaren Widerspruch auf, der darin besteht, dass Wertpapiere, die wenig riskant scheinen, eigentlich hohe empirische Erträge erzielt haben und umgekehrt hochriskante, geringere Erträge. Wir zeigen, dass das am Risikobegriff liegt und wenn man den richtig definiert, also auch breiter definiert, dann kann dieser Widerspruch aufgeklärt werden. Die Entsenderichtlinie wurde überarbeitet und ich habe mich gefragt, was heißt das für Österreich? Vor allem, was ist der Umsetzungsbedarf, der ansteht, was wir ändern müssen. Und das Ergebnis ist, dass wir doch einiges ändern müssen, obwohl Österreich bisher schon in Wirklichkeit sehr streng war, laut Europäischem Gerichtshof sogar unverhältnismäßig streng, wenn es um die Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping geht. Wir beschäftigen uns mit der Bedeutung, mit der Rolle von Information für die Funktionsweise von Märkten und zeigen, dass eine bessere Information der Konsumenten dazu führt, dass die Preise im Gleichgewicht niedriger sind und der Einfluss auf die Verteilung der Preise einen umgekehrt U-förmigen Verlauf nimmt. Also wenn die Konsumenten sehr schlecht oder sehr gut informiert sind, ist die Preisverteilung gering und in der Mitte ist die Preisverteilung hoch. Die EU-Investment-Screening-Verordnung wird wohl nicht kompetenzwidrig sein.